Tag 4. Die mächtigste Kraft der Welt. Yesterday we changed confusion and self-doubt into clarity. We envisioned the possibility of living from the true self, where everything is within reach. But how do we make the transition from the limited ego, which is selfish and insecure, to the true self? Gestern haben wir Verwirrung und Selbstzweifel in Klarheit verwandelt. Wir haben uns vorgestellt, wie es wäre, aus dem wahren Selbst heraus zu leben, einem Zustand, aus dem heraus alles möglich ist. Aber wie schaffen wir den Übergang vom eingeschränkten Ego in all seiner Selbstbezogenheit und Unsicherheit zum wahren Selbst? What makes the transition possible is to stop trying to change and instead open yourself to the power that creates change, which is consciousness itself. Für diesen Übergang müssen wir aufhören zu versuchen, uns zu verändern und uns stattdessen der Kraft öffnen, die Veränderung schafft, nämlich dem Bewusstsein selbst. Today we will explore this ultimate power and how to access it yourself. Welcome to Day 4, the most powerful force in the world. Heute werden wir diese ultimative Kraft erforschen und erfahren, wie wir Zugang zu ihr finden können. Willkommen zu Tag 4, die mächtigste Kraft der Welt. One of the main things that undermines our life is self-image. Your self-image is always lurking behind the scenes. It contains memories of all the times you were hurt, wounded, inadequate, and frustrated, along with all the times when you felt satisfied, loved, and worthy. Einer der wichtigsten Faktoren, der unser Leben untergräbt, ist unser Selbstbild. Irgendwie lauert es immer hinter den Kulissen. Es enthält Erinnerungen an all die Zeiten, in denen wir verletzt, verwundet, unzulänglich und frustriert waren, sowie an all die Zeiten, in denen wir uns zufrieden, geliebt und würdig fühlten. The ego personality is our ever-expanding storehouse of experiences, habits, beliefs and expectations. Unsere Ego-Persönlichkeit ist unser sich ständig erweiterndes Lager von Erfahrungen, Gewohnheiten, Überzeugungen und Erwartungen. The negative side of our self-image has the power to hold us back and keep us on the defensive, because no one wants to repeat past hurts and wounds. It may seem strange, but the solution to a weak self-image isn't to boost it or to defend it. Die negative Seite unseres Selbstbildes hat die Macht, uns zurückzuhalten und in die Defensive zu drängen, denn niemand möchte vergangene Verletzungen und Wunden wiederholen. Es mag seltsam erscheinen, aber die Lösung für ein schwaches Selbstbild ist nicht, es zu stärken oder zu verteidigen. A strong self-image is still an image created by the ego. Winners and losers, to use society's labels, are pulling at opposite ends of the same rope. This is what makes trying to change our life and habits from the ego level pointless. Because the ego doesn't have the power to transform itself, it can only reinforce its own self-image. Denn ein starkes Selbstbild ist immer noch ein Bild, das vom Ego geschaffen wird. Gewinner und Verlierer, um die Bezeichnung der Gesellschaft zu verwenden, ziehen an den Enden desselben Seils. Das macht den Versuch, unser Leben und unsere Gewohnheiten von der Ego-Ebene aus zu verändern, völlig sinnlos, denn das Ego hat nicht die Macht, sich selbst zu verändern. Es kann nur sein Selbstbild verstärken. The solution is to go beyond any self-image, beyond the ego mind. This begins by realizing that self-images come from the past or expectations for the future. Die Lösung besteht darin, über jedes Selbstbild und so über den Ego-Geist hinauszugehen. Das beginnt mit der Erkenntnis, dass Selbstbilder entweder aus der Vergangenheit
oder aus Erwartungen an die Zukunft stammen. In the present, the here and now, your self-image is needless baggage. This presence of awareness within is the now, and it is our place of real power. In der Gegenwart, im Hier und Jetzt, ist unser Selbstbild nur unnötiger Ballast. Diese Präsenz des Bewusstseins im Innern ist das Jetzt, und es ist der Ort wahrer Macht. Every moment is an open door to creativity, fulfillment, and the joy of life we were born to experience. Jeder Augenblick ist eine offene Tür für Kreativität, Erfüllung, Lebensfreude, alles Dinge, für die wir geboren wurden. We've all enjoyed the freshness of moments that felt alive, new and full of promise. Instead of remembering them fondly and trying to bring them back, there's a better way. Wir alle kennen die Frische von Momenten, die sich lebendig, neu, vielversprechend anfühlten. Anstatt sich sehnsüchtig an die Momente zu erinnern und zu versuchen, sie zurückzubringen, gibt es einen besseren Weg. That is to let the moment take care of itself. Drop all expectations and above all, stop trying so hard. Trying to be present is just mental activity that keeps you in the past or future. Present moment awareness is simply being knowingly. Der besteht darin, den Moment für sich selbst sorgen zu lassen. Es gilt einfach, alle Erwartungen fallen zu lassen und vor allem damit aufzuhören, sich so furchtbar anzustrengen. Der Versuch, gegenwärtig zu sein, ist nur eine geistige Aktivität, die uns aber nur in der Vergangenheit oder Zukunft hält. Das Gewahrsein des gegenwärtigen Augenblicks hingegen ist einfach nur Bewusstsein. When you allow this, you immediately reconnect with the power of pure consciousness, which has been in control all along. Present awareness is our true source of power. I'm not indulging in mysticism. Wer dies zulässt, verbindet sich sofort wieder mit der Kraft des reinen Gewahrseins, das die ganze Zeit die Kontrolle hatte. Ohne in Mystizismus zu schwelgen, lässt sich sagen, dass gegenwärtiges Gewahrsein die wahre Quelle unserer Macht ist. We've all experienced times when solutions unexpectedly present themselves. Whether it's a stranger rescuing you when your car breaks down, the generosity of a neighbor, or the healing power of being loved. These occurrences all come from pure consciousness. Wir alle haben schon einmal erlebt, dass sich völlig unerwartet Lösungen für Probleme auftun. Vielleicht haben uns Fremde bei einer Autopanne geholfen oder wir haben die Großzügigkeit von Nachbarn oder die heilende Kraft der Liebe erfahren. All diese Ereignisse entspringen reinem Bewusstsein. Such power, when it peeks out from its hiding place, is nothing compared with the full majesty, creativity and intelligence of the true self when you're totally connected. Eine solche Kraft, wenn sie erst einmal aus ihrem Versteck hervorkommt, ist nichts im Vergleich zu der vollen Majestät, Kreativität und Intelligenz des wahren Selbst, wenn wir vollkommen verbunden sind. Then there is no anxiety for the future, because if you live in the present moment, there is no past or future overshadowing you, no self-image to live up to or to live down. Dann gibt es keine Angst vor der Zukunft. Wenn wir im gegenwärtigen Moment leben, gibt es keine Vergangenheit oder Zukunft, die uns überschattet, kein Selbstbild, dem wir gerecht werden oder das wir ablegen müssen. The lesson here is that inner power doesn't feel frenetic, driven and energized. It feels like a timeless flow in the eternal now. Die Lehre daraus ist, dass sich innere Macht nicht frenetisch, getrieben und energiegeladen anfühlt. Stattdessen fühlt sie sich an wie ein zeitloser Fluss im ewigen Jetzt. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought.
Während wir uns nun auf die gemeinsame Meditation vorbereiten, wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über den uns dabei zentrierenden Gedanken nachzudenken. Every moment is an open door to fulfillment. Jeder Augenblick ist ein offenes Tor zur Erfüllung. Every moment is an open door to fulfillment. Jeder Augenblick ist ein offenes Tor zur Erfüllung. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Bereiten wir uns nun auf die Meditation vor. Bitte mach es dir bequem und schließe die Augen. Beginne jetzt auf deine Atmung zu achten. Atme ganz einfach, langsam und tief. Erlaube dir mit jedem Atemzug, dich tiefer zu entspannen. Now, gently introduce the mantra. Führe nun ganz sanft das folgende Mantra ein. Om Aim Namah. Om Aim Namah. This mantra reveals the creativity, fulfillment, and intelligence that is always available in our present awareness. Dieses Mantra offenbart die Kreativität, die Erfüllung und die Intelligenz, die in unserem gegenwärtigen Bewusstsein immer vorhanden sind. Repeat it silently to yourself. Wiederhole es im Stillen für dich selbst. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim Namah. With each repetition, feel your body, mind, and spirit open into an expanded state of awareness. Spüre mit jeder Wiederholung, wie sich Körper, Geist und Seele einem erweiterten Bewusstseinszustand öffnen. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Wann immer du dich durch Gedanken, Geräusche oder körperliche Empfindungen ablenken lässt, richte deine Aufmerksamkeit einfach auf die stille Wiederholung des Mantras. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Please continue with your meditation. I'll mind the time and you'll hear a soft bell at the beginning and end of the meditation. Bitte führe die Meditation fort. Ich achte auf die Zeit. Zu Anfang und Ende der Meditation hörst du mich leise läuten. Om Aim Namah. Om Aim Namah. Om Aim Namah.
It's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, gently open your eyes. Es ist jetzt Zeit, das Mantra wieder loszulassen. Bleib noch ruhig sitzen und atme weiter langsam ein und aus. Wenn du dich bereit fühlst, kannst du die Augen wieder öffnen. As you continue with your day, contemplate this centering thought. Und denk im Verlauf des Tages bitte noch über den zentrierenden Gedanken nach. Every moment is an open door to fulfillment. Jeder Augenblick ist ein offenes Tor zur Erfüllung. Every moment is an open door to fulfillment. Jeder Augenblick ist ein offenes Tor zur Erfüllung. Namaste.